Lenas großer Putztag. Perfekt im Haushalt üben. Hallo Lena, schön, dass wir uns heute wieder treffen, um ein bisschen an deinem Deutsch zu feilen. Wie geht es dir denn heute? Hallo Anna, mir geht's gut, danke. Ein bisschen Muskelkater von gestern vielleicht, aber ansonsten fit. Bereit für unsere Deutsch-Challenge. Ich hoffe, ich komme heute mit all den Perfektformen klar. Ach, das wird schon. Den Muskelkater glaube ich dir sofort. Du wolltest ja deine Wohnung mal so richtig auf Vordermann bringen, nicht wahr? Das ist doch ein perfektes Thema, um das perfekt intensiv zu üben. Denk dran, Lena. Perfekt heißt meistens haben oder sein. Plus das Partizip 2. Lass uns das heute richtig üben. Gleichzeitig wiederholen wir ganz viel nützlichen Wortschatz rund um den Haushalt. Bist du bereit, mir ganz detailliert von deinem Putztag zu erzählen? Ja, ich bin absolut bereit. Mein gestriger großer Putztag, der war wirklich nötig, wirklich. Mein Schlachtplan stand und ich habe versucht, alles im Perfekt zu erzählen. Also, wo soll ich anfangen? Ganz am Anfang natürlich. Womit hast du denn deinen großen Putzmarathon gestartet? Das Schlafzimmer wird geputzt. Okay, also, mein erster Gedanke war, das Schlafzimmer. Also, zuerst habe ich das Fenster im Schlafzimmer ganz weit aufgemacht. Sehr vernünftig. Du hast das Fenster weit aufgemacht. Perfekt. Und dann? Was war der nächste Schritt? Direkt ans Bett. Zuerst habe ich die ganze Bettwäsche abgezogen. Die war wirklich reif für die Wäsche. Ich habe die schmutzige Bettwäsche gleich in den Wäschekorb gestopft. Verstehe. Du hast die Bettwäsche abgezogen und in den Korb gestopft. Und nachdem du die alte Bettwäsche entfernt hattest? Dann habe ich aus dem Schrank frische Bettwäsche geholt. Ich habe mich für meine Lieblingsbettwäsche entschieden. Dann habe ich das Bett komplett neu bezogen. Zuerst habe ich das Spannbettlaken glatt gezogen, dann den Kissenbezug und schließlich den Deckenbezug. Uff, das habe ich geschafft. Der ewige Kampf mit dem Deckenbezug. Den kennt wohl jeder. Du hast es geschafft. Und nach dieser Anstrengung hast du dem Bett noch den letzten Schliff gegeben? Ja, natürlich. Ich habe die beiden großen Kissen richtig gut aufgeschüttelt und dann meine Tagesdecke ordentlich darüber gelegt. Wunderbar. Das Zentrum des Schlafzimmers ist also erledigt. Wie ging es weiter? Nächste Mission? Der Staub? Oh ja, der Staub, mein alter Feind. Danach habe ich mit dem Staubwischen angefangen. Aber vorher habe ich erstmal alle Oberflächen freigeräumt. Freigeräumt. Ein gutes Verb. Was für Dinge zum Beispiel? Musstest du auch in die Ecken und Winkel? Also, auf meinem Nachttisch haben sich 3 Bücher gestapelt. Die habe ich ins Regal zurückgestellt. Dann mein Wecker, eine Lampe, ein Glas Wasser. Alles kurz beiseite gelegt. Auf der Kommode standen auch Parfümflaschen und eine Schmuckschatulle. Die habe ich auch kurz weggenommen. Und wie bist du dem Staub dann zu Leibe gerückt? Mit welchem Werkzeug? Und ihr zu Hause? Was nehmt ihr am liebsten zum Staubwischen? Ein Tuch, einen Wedel? Schreibt es mal kurz gedanklich für euch auf. Lena, und du? Ich habe ein Mikrofasertuch genommen. Das habe ich nur leicht angefeuchtet. Und damit habe ich dann alle Oberflächen abgewischt. Die Nachttische, die Kommode, das Fensterbrett und den Rahmen vom Spiegel. Super. Apropos Spiegel. Der musste doch sicher auch glänzen, oder? Ja, absolut. Den Spiegel musste ich streifenfrei bekommen. Ich habe einen speziellen Glasreiniger benutzt und ihn mit einem trockenen Tuch poliert, bis er wieder richtig geglänzt hat. Ich habe mich richtig gefreut, als ich mein Spiegelbild so klar gesehen habe. Das ist ein befriedigendes Gefühl. Und was ist mit den unsichtbareren Feinden des Staubs wie Spinnweben oder den Fußleisten? Daran auch gedacht? Ja! Ich bin mit dem Staubsaugerrohr an den Deckenkanten entlang gefahren. Die Fußleisten habe ich auch gleich mit dem Staubsauger gesäubert, bevor ich den Boden gereinigt habe. Sehr gründlich.
Entlang gefahren, perfekt mit sein, da Bewegung. Und der Boden selbst? Was für einen Boden hast du im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer habe ich Laminat. Es liegt nur ein kleiner Läufer, also ein kleiner Teppich, vor dem Bett. Diesen Läufer habe ich als erstes ganz gründlich abgesaugt. Und der Rest des Laminatbodens? Wie hast du den sauber bekommen? Den habe ich zuerst sorgfältig gefegt, um Haare und Staub zu entfernen. Danach habe ich den Boden feucht durchgewischt. Es hat dann so richtig frisch geduftet. Aber hier ist mir dann doch ein kleines Malheur passiert. Oh, ein Malheur? Was ist denn schiefgegangen? Erzähl mal. Naja, als ich den Eimer mit Wischwasser getragen habe, bin ich ein bisschen gestolpert. Und es ist etwas Wasser auf den Läufer geschwappt. Ich habe es sofort mit einem Tuch aufgetupft, aber ich war schon ziemlich genervt. Ach, das passiert den Besten. Aber grammatikalisch alles wunderbar beschrieben. Du bist gestolpert, es ist geschwappt. Lena, bei Ich bin gestolpert. Warum benutzt du hier sein und nicht haben für das Perfekt? Weil es eine Bewegung ist? Stolpern ist ja eine Bewegung von A nach B, auch wenn es eine ungewollte war. Ganz genau, weil du dich dabei von einem Ort zum anderen bewegt hast, auch wenn es nur ein kleiner Ausrutscher war. Es ist wie bei Ich bin gegangen oder Ich bin gefallen. Bewegungsverben oder Verben der Zustandsveränderung bilden das Perfekt oft mit sein. Du erinnerst dich an unsere Lektion dazu? Das Schlafzimmer klingt nach einer Menge Arbeit. Wie lange hat das denn ungefähr gedauert? Ich denke, ich habe sicher 1,5 Stunden im Schlafzimmer verbracht. Super, Lena! Bevor wir zum nächsten Raum übergehen, hier für euch Zuschauer nochmal eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Verben im Perfekt, die Lena im 97 Schlafzimmer benutzt hat. Fenster aufgemacht. Bettwäsche abgezogen, gestopft, geholt, bezogen. Kissen aufgeschüttelt, Tagesdecke darüber gelegt. Oberflächen freigeräumt, abgewischt. Spiegel poliert. Entlang gefahren, gesäubert. Läufer abgesaugt, Boden gefegt, durchgewischt. Gestolpert, geschwappt, aufgetupft, Zeit verbracht. Achte auf Haben sein plus Partizip 2. Kurze Pause, liebe Deutschlerner. Könnt ihr euch noch an 3 Dinge erinnern, die Lena im Schlafzimmer gemacht hat? Schreibt sie mal für euch auf oder sagt sie laut. Das ist eine gute Zeit für so eine gründliche Reinigung. Und danach, wohin bist du gegangen? Welche war die nächste Kampfzone? Das Badezimmer glänzt. Nach dem Schlafzimmer bin ich direkt ins Badezimmer marschiert. Das Badezimmer. Auch ein Klassiker. Und deine ersten Schritte dort? Wie hast du angefangen? Zuerst habe ich alle herumliegenden Sachen weggeräumt und meine Putzmittel bereitgelegt. Ordnung ist das halbe Leben, sagt man ja. Gute Vorbereitung ist alles. Und dann? Oft beginnt man ja mit der Toilette, oder? Genau. Ich habe mit der Toilette angefangen. Ich habe Toilettenreiniger in die Schüssel gegeben und ihn einwirken lassen. Währenddessen habe ich die Außenseiten gereinigt. Danach habe ich die Schüssel mit der Klobürste geschrubbt und gespült. Erledigt. Die Toilette blitzt. Und nach dieser wichtigen Aufgabe? Als nächstes war das Waschbecken dran. Ich habe es mit Badreiniger eingesprüht und sauber gerieben. Die Armaturen habe ich danach poliert. Den Spiegel darüber habe ich natürlich auch mit Glasreiniger bearbeitet. Systematisch, das gefällt mir. Und die Dusche oder Badewanne? Oft ein Kalkproblem. Oh ja! Die Duschwände habe ich mit Kalkentferner behandelt. Ich habe ihn kurz einwirken lassen. Das ist echt wichtig bei Kalk. Und dann die Kalkflecken weggeschrubbt. Danach alles abgespült. Den Duschkopf habe ich auch ein bisschen entkalkt. Oder es zumindest versucht. Da habe ich mich gefragt, Anna, sagt man, ich habe versucht zu entkalken
Oder ich habe versucht, den Duschkopf entkalkt zu haben. Das ist eine sehr gute Frage, Lena. Und ein wichtiger Punkt für alle. Der erste Satz ist der, den man normalerweise benutzen würde. Ich habe versucht, den Duschkopf zu entkalken. Das zu plus Infinitiv ist hier perfekt. Die zweite Variante mit entkalkt zu haben, Infinitiv perfekt, Passiv mit zu, würde man nur benutzen, wenn die Handlung des Entkalkens abgeschlossen sein müsste, bevor die Handlung des Versuchens passiert, was hier nicht der Fall ist. Also, ich habe versucht zu entkalken ist super. Grammatiktipp: Versuchen plus zu plus Infinitiv ist meistens richtig. Ah, okay. Gut zu wissen. Das merke ich mir. Zum Schluss kam dann der Boden im Bad dran. Den habe ich zuerst gekehrt und dann feucht gewischt. Fantastisch, Lena. Auch das Bad ist gemeistert. Schauen wir uns hier kurz die wichtigsten Perfektformen an, die du benutzt hast. Sachen weggeräumt, Putzmittel bereitgelegt. Reiniger gegeben, einwirken lassen. Außenseiten gereinigt, geschrubbt, gespült. Waschbecken eingesprüht, gerieben, Armaturen poliert. Duschwände behandelt, Kalkflecken weggeschrubbt, abgespült. Versucht zu entkalken. Boden gekehrt, gewischt. Das glaube ich dir. Du warst ja richtig fleißig heute. Oder besser gesagt, gestern. So, das Schlafzimmer und das Badezimmer sind also blitzblank. Das war schon ein riesiger Teil der Arbeit. Ich denke, für heute haben wir schon sehr viel geschafft und unsere Zuschauer haben eine Menge gelernt. Wir könnten die Küchensaga dann im nächsten Teil angehen, was meinst du? Dann bleibt es auch spannend. Oh ja, das ist eine gute Idee. Die Küche hat ihre eigenen Herausforderungen. Das heben wir uns für das nächste Mal auf. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Den hast du dir redlich verdient. Also, liebe Zuschauer, das war der erste Einblick in Lenas Putzalltag und wie sie dabei ihr Perfekt trainiert hat. Ihr habt gesehen, wie man detailliert über vergangene Tätigkeiten sprechen kann. Bevor wir uns für heute verabschieden, fassen wir noch einmal die wichtigsten Lernpunkte zusammen. Struktur. Perfekt. Wir bilden das Perfekt meistens mit haben oder sein plus dem Partizip 2. Die meisten Verben benutzen haben. Lena hat die Bettwäsche abgezogen, sie hat den Spiegel poliert, sie hat den Boden gefegt. Aber denkt an Verben der Bewegung von A nach B oder der Zustandsveränderung. Die brauchen sein. Lena zum Beispiel, sie ist ins Badezimmer marschiert. Sie ist ein bisschen gestolpert. Und das Wasser ist geschwappt. Genauso wie ich bin gegangen oder ich bin aufgewacht. Das habt ihr heute super bei Lena gesehen. Wichtige Verben des Tages im Perfekt. Fürs Schlafzimmer aufgemacht, abgezogen, gestopft, geholt, bezogen, aufgeschüttelt, freigeräumt, abgewischt, poliert, entlanggefahren, gesäubert, abgesaugt, durchgewischt. Und fürs Badezimmer weggeräumt, bereitgelegt, gegeben, einwirken lassen, geschrubbt, gespült, eingesprüht, gerieben, behandelt, entkalkt oder versucht zu entkalken. Tipp: Notiert euch diese Verben und ihre Partizip-2-Formen. Die sind super nützlich für den Alltag. Nützliche Wendung: Versuchen plus zu plus Infinitiv. Wenn wir sagen wollen, dass wir probiert haben, etwas zu tun, benutzen wir diese Struktur. Lena hat uns ein perfektes Beispiel gegeben. Ich habe versucht, den Duschkopf zu entkalken. Sehr gut, um Absichten oder Bemühungen auszudrücken. Wir hoffen, diese heutige Deutsch-Session hat euch gefallen. Und ihr? Was habt ihr zuletzt geputzt oder zu Hause erledigt? Welche Aufgabe mögt ihr am liebsten oder gar nicht? Schreibt es uns in die Kommentare.
natürlich im Perfekt. Im nächsten Teil unserer Serie Annas and Lenas Deutschalltag erfahrt ihr dann, wie Lena die Küche gemeistert hat. Um das nicht zu verpassen, abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Dialoge sehen wollt. Genau. Und vielleicht habt ihr ja Tipps, wie ich die Küche am besten putzen soll. Schreibt sie mir schon mal in die Kommentare für Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und viel Spaß beim Deutschlernen.